in die Rohburger Straße. Wir sind auf dem Weg nach Tetschin. Das liegt in der Tschechei, wer es nicht weiß. Moment ist nicht viel los draußen. Fast alleine. Der Rohburger Straße folgen. 10 Grad, sonnig. Das soll sich ja ab morgen ändern, hat der Wetterbericht gesagt. Wieder Regen und Sturm und so weiter. War da nicht mal früher was mit Goldener Oktober und so weiter? Da habe ich noch nicht viel gemerkt davon. Das Gras wächst da schon nicht mehr. Ich habe das jetzt vor 2 Wochen das letzte Mal gemäht und es hat sich kaum verändert. Normalerweise, wenn ich 2 Wochen nicht gemäht habe, dann ist es schon so hoch, dass wieder höchste Zeit wird, aber nichts mehr schon zu kalt ist. Ne? So die anderen Sachen, die ich noch draußen habe, die wachsen auch nicht mehr. Ich habe noch ein paar Tomaten draußen. Die sind auch noch grün. Obwohl, ich habe schon viele geerntet jetzt, ne? Aber ein paar sind halt noch da. Ne? Die wachsen ja immer wieder weiter. Ne? Äpfel habe ich dieses Jahr viele. Da habe ich schon 3 Kisten von dem einen Baum und nur von einem Baum. Ja, und ich begrüße alle, die jetzt dazugekommen sind. Wir sind hier auf dem Weg nach Tetschin in die Tschechei. Im Moment sind wir noch auf der deutschen Seite. Bin ja gespannt, wie das dann funktioniert, wenn wir die Grenze passieren, ob wir da dann wieder Probleme mit der Verbindung kriegen. Aber bis dahin haben wir noch ein paar Kilometer. Wir sind jetzt hier Richtung Ebersdorf unterwegs. Da rechts, da ist das Baiwa-Lager, wer sich hier auskennt. Ja, und ich bin ja gespannt, wie es auf der tschechischen Seite drüben ist, weil ich weiß, da die 13 Richtung Tetschin, da ist eine Baustelle. Aber wenn wir jetzt von der Seite kommen, könnten wir anders fahren. Dann kommen wir vielleicht an der Baustelle nicht vorbei. Wo ich jetzt natürlich nicht weiß, wie lang diese, also wie weit das wert ist, wie weit das sie da neu bauen. Vielleicht müssen wir trotzdem mal ein Stück Umleitung fahren. Aber ich bin da schon ewig nicht mehr gewesen jetzt in Tetschin, das ist schon ein paar Wochen her. Ich weiß, da gibt es eine günstige Tanke, die Armex. Armex ist immer billiger wie die anderen. Und ich weiß, direkt an der Grenze gibt es alle Armex, aber das ist eine reine Automatentanke, ne? Ohne Personal. Und die hat aber dafür rund um die Uhr geöffnet. Das ist, wenn man bei Neugersdorf über die Grenze fährt. Und oh, die arbeiten hier auf dem Feld.
die Armex, die da in Tetsin ist, das ist eine Tanke mit Personal und da kann man auch Kaffee kaufen, was man ja an der anderen Automatentanke da nicht kann. Aber obwohl ich müsste eigentlich gar nicht tanken, weil ich habe ja gestern noch voll getankt. Da spielt das eigentlich gar keine Rolle. Ich will nur trotzdem natürlich manchmal vielleicht einen Kaffee holen dann, aber das steht jetzt, das ist eine Stunde. Ich muss erstmal dahin fahren nach Tetsin. Die Strecke dahin ist ja recht schön. Mein GPS hat mir für die Fahrstrecke innerhalb Stunden berechnet. Weil ja, das ist alles Landstraße in Kurven und so weiter. Ortsdurchfahrten. Ja, hier mal ein Hauch von goldener Oktober, was ich vorhin erwähnt habe. Ne? Und von Tetsin habe ich auch schon mal ein Video gemacht, ein normales Video. Ich kann nicht, wo wir da waren, bei welcher Gelegenheit habe ich da den Video gemacht. Das müsste ein Roadview-Video sein. Ja, und das hier war jetzt Kottmarsdorf. Hier in Kottmarsdorf, da war ich auf einem Oldtimer-Treffen neulich mal. Da kommt demnächst auch der Video dazu. Und nächste Woche kommen ein paar Videos von Oldtimer-Treffen, wo ich war. Die waren allerdings schon im August, aber ich habe da alles nicht so die Zeit, die Videos zu bearbeiten. Aber wer sich dafür interessiert, wenn man so keinen Oldtimer schaut, kann ja mal reinschauen nächste Woche bei mir. Oder besser jetzt gleich auf Abonnieren drücken. Versäumt ihr die Videos nicht. Das Abonnieren, das könnt ihr auch drücken, wenn ihr gerne so Fahrvideos seht, so wie heute. Ja, ich bin da öfter unterwegs, mache das sozusagen beruflich. Nicht das YouTube, aber das Fahren. Ja, und da habe ich halt viel solche Sachen. Und hin und wieder gehen wir auf irgendwelche Sachen zu besichtigen. Burgen und so weiter oder Museen, da gibt es auch entsprechende Playlisten auf meinem Kanal. Da könnt ihr auch mal reinschauen, wenn euch das interessiert. Und ansonsten freue ich mich, wenn ihr einfach nur mitfahrt. Ja, ich habe es ein bisschen in der Nase jetzt heute. Und Druck in die Ohren, das ist besser nicht, wenn es draußen kalt ist und ich gehe da raus, dann habe ich das so. Ja, mein Beifahrer sagt mir gerade, da schreibt jemand was über der Goldene Löwe, der ist jetzt hier links. Da haben wir anscheinend auch ortskundige Zuschauer. Das ist sehr schön. Ja, hier rechts ist die Kaufhalle und danach der Obi. Hat aber heute alles zu hier. Und da wo wir hinfahren, da haben die nicht zu. Da schauen wir mal, was kostet hier in der Aral Sprit. Im Endeffekt, Aral ist natürlich teuer, das ist ohnehin klar. Aral kostet noch mehr wie die anderen. Oh, hier sehe ich was mit über 2 Euro, die spinnen doch. Diesel 1,54 und Benzin 1,80. Aber was war das mit 2 Euro? Wer kauft so einen Sprit?
€. Tankt überhaupt noch bei der Aral, ich verstehe auch nicht. Ne? Aral ist eine der teuersten Marken, Aral und Shell. Da brauchst du eigentlich gar nicht hinfahren, weil da kannst du deinen Sprit gleich in der Apotheke kaufen. Ne? So wie das die Bertha Benz damals gemacht hat. Ja, die ist doch Bertha, ne? Ja, die Frau vom Karl Benz, vom Autoerfinder. Die erste Tankstelle war ja auch eine Apotheke. Ne? Damals gab es ja nur literweise in Apotheken. Ne? Ja, aus Bayern haben wir auch jemand dabei, ja. Habe ich gerade gehört. Grüße euch auch nach Bayern. Da muss ich auch mal wieder hin, irgendwann. Ich war mal vor Jahren schon auf dem Chiemsee. Da das Schloss Herrenchiemsee hieß das, ne? Das heißt vermutlich immer noch das Schloss vom König Ludwig. Da war ich mal im Urlaub dort auf der Besichtigung, da sind wir dann mit dem Schiff dort rübergefahren. Aber da habe ich kein Video davon gemacht, weil das war noch zu analogen Zeiten. Ne? Da habe ich zwar damals Fotos gemacht, ne, aber halt analoge Fotos, die kann man jetzt hier nirgends zeigen. Wenn ich sie irgendwo finden würde, dann könnte ich sie vielleicht mal einscannen, aber ich weiß gar nicht, wo ich die habe. Aber ich kann mich erinnern, da war schön da unten. Das ist eine schöne Gegend. Und dann gab es noch wenn man an der Autobahn Richtung Salzburg gefahren ist, so ein Rasthof, da war mal die US Army, so ein, wie nannte sich das, Recreation Center, so ein Erholungsding für kranke Soldaten oder verwundete Soldaten. Ja. Und dieser Rasthof, das war doch einer, der vorm Krieg gebaut wurde. Ne? Und ich war da mal dort, da konnte man einfach so hinfahren. Das war zwar US Army, aber du konntest einfach von der Autobahn runterfahren und dort reinfahren. Und da gab's auch so ein Casino mit so einarmigen Banditen, wie man sagt, ne? Diese Spielautomaten, wo du dran ziehen kannst. Du musstest allerdings amerikanisches Geld benutzen dafür. Ne? Die Quarters, $Viertel-Dollar-Stücke hat der genommen, der Automat. Ne? Und da hat dich niemand gefragt, du bist dahin, bist ausgestiegen, bist reingegangen. Es war zwar Schilder dort nur für US Army, aber niemand hat kontrolliert, niemanden hat es intersiert. Da hast du da halt gespielt. Na, ich weiß, einmal habe ich sogar richtig abgeräumt. Na. Da habe ich ein paar $100 gewonnen. Na. Da hatte ich dann einen ganzen Sack voll Münzen zu wechseln. Aber niemand hat danach gefragt, na, genauso wie damals in Würzburg, wo ich war, weil ich habe ja da in der Main-Gegend im Rotwald gewohnt früher, und da gab es in Würzburg auch eine US Army Kaserne und da war ein Burger King in der Kaserne drin und da sind wir da rein in den Burger King. Na. Wir sind mit dem Auto in die Kaserne reingefahren. Na. Es hat niemanden interessiert. Na. Meistens war ohnehin kein Posten an dem Gate. Na. Und wenn da mal einer war, dann hat er nur alle gelangweilt durchgewunken. Na. Ich weiß nicht,
nicht einmal, dass da irgendjemand mal einen Ausweis oder irgendwas sehen wollte. Ne? Und obwohl man, ja, mit einer deutschen Nummernschild bist du da nicht aufgefallen, weil die Amerikaner, die hatten auch deutsche Nummernschilder, teilweise manche, die hatten die US Army Nummernschilder, aber manche hatten auch deutsche Nummernschilder. Weil es gab auch Soldaten, die eine deutsche Frau hatten und dann haben die da das Auto in Deutschland gekauft und auch die Frau angemeldet und dann sind die trotzdem mit dem Auto in die Kaserne gefahren. Das hat auch niemanden interessiert. Das war noch vor 2001, also vor 9/11. Ne? Nach 9/11, da bist du auch nicht mehr reingekommen in die Kaserne, da war alles zu, da ging da gar nichts mehr. Ne? Aber davor, da sind wir in das Burger King rein, haben dort gegessen und Ding und du musstest halt mit Dollar bezahlen, ne? und Englisch sprechen mit denen. Ne? Und bist du nicht aufgefallen, hat niemanden interessiert. Ne? Und der Burger King, der war richtig billig. Ne? Viel billiger als der McDonald's in Deutschland oder so. Ne? Ja, und am Sonntag sind wir da hin in die Kaserne, da haben wir Baseball geguckt. Ne? Da auf dem Baseballplatz da in diesem. Ja, das war also die Kaserne, diese Leighton Barracks hieß die, das war eigentlich, wo wir da rum waren, das war die Housing Area. Ne? Und die hatten da ja nichts Ding, was ich sagen, weil nichts Geheimes. Ne? Das war ja eine Infanteriekaserne. Ja, nur ins PX konnte man nicht rein, weil da wurde tatsächlich und das hat man kurz einen Punkt auch gehabt. Und da waren also die amerikanischen Waren zum amerikanischen Preis. Aber das war ja nur für die Soldaten, die Armeeangehörigen. Und wenn du einen gekannt hast, hast du ihm ein paar Bierchen ausgegeben. So, dann hast du gesagt, was nicht erledigt, und dann ist der da reingegangen und die hat das getroffen. Genauso wie mit dem Tank. Damals hat die Gallone 1,25 $ gekostet. Die hat da so eine PX-Tankstelle. Dann habe ich halt eben meine amerikanischen Freunde da mein Auto gegeben. Der ist an die PX hingegangen und hat dann getankt. Ja. Den Kreisverkehr an der zweiten Ausfahrt verlassen und auf die 263 fahren. Hat er getankt zum amerikanischen Preis. Ne? In $1,25 für die Gallone. Wenn die Gallone, das sind so um die 4 Liter. Nicht ganz, aber Pi mal Daumen. Ne? Und $1,25 und wenn du das jetzt mal rechnest, das waren damals so 2 Mark 50 rum, ne? 263. Und 2 Mark 50 für 4 Liter. Warte mal, das muss jetzt kurz mal. Ich verstehe nicht, warum wir hier jetzt einen Funk noch haben. Bratz K folgen. Ich bin die Strecke schon öfter gefahren in der anderen Richtung, wenn wir Richtung Rumburg fahren, so wie wenn wir sonst immer in Kescalipa sind. Na, und ich fahre dann Richtung Rumburg, dann fahre ich immer hier die Strecke, aber halt jetzt andersrum. Na, und da habe ich immer Empfang bis Rumburg. Na, und hier jetzt in der anderen Richtung, so rum, da habe ich. Und ich war am Erzählen für Spritpreise, wo wir damals in der Army-Kaserne getankt haben. Also wer es jetzt nicht mitgekriegt hat, ich wiederhole es noch mal kurz, um den Anschluss zu finden. Also wir haben damals in Würzburg in der US Army-Kaserne getankt. Also natürlich durfte man da nicht eigentlich, da musste man einen Army-Kenner, der das Auto genommen hat und dort getankt hat, weil der musste dann seinen Dienstausweis daher zeigen. Und da hat die Gallone 1,25 $ gekostet. Das waren damals 60 Pfennig oder 30 Cent nach Euro gerechnet. Und damals hat es in Deutschland schon das Doppelte gekostet, also 1,20 $. Ne? Und da hast du natürlich
ja, die Amis, die haben das natürlich nicht für gemacht. Ne? Du hast dem halt dann Essen spendiert oder Kasten Bier oder was. Ja, aber ich meine, ich habe damals ja ein Ami-Auto gefahren und mit 25 Gallonen Sprit, ne? Da lohnt sich das dann schon, wenn du nur für den halben Preis bezahlen musst. Ne? Und ja, da haben wir uns da halt ständig da aufgehalten dort. Ne? Das war eine schöne Zeit. Und das war nach 2001 gar nicht mehr denkbar, dass der nur in die Nähe von der Kaserne, von der Army-Kaserne gekommen ist. Ne? Und wir sind da einfach reingefahren, haben da unseren Spaß gehabt mit den Kerlen und haben, wie gesagt, Baseball geguckt oder Football geguckt. Ne? Und waren da im Burger King im Essen, haben ein Auto getankt, ne? Und so weiter und so fort. Ja, das war schon eine schöne Zeit. Und ich hatte damals auch mit dem Lastwagen zu liefern. Das war aber bei Eyfest, da bei Mannheim in der Nähe, da bin ich immer hingefahren. So, ja, 3-4 Mal im Monat hatte ich dann eine Lieferung für dahin. Vor allem, weil die haben auch deutsche Sachen gekauft. Ne? Die haben nicht alles aus den USA rübergebracht. Aber ich muss sagen, es war damals eine schöne Zeit, der 90er Jahre. Da konnte man viel machen, wo man heute gar nicht mehr denkt, dass das überhaupt möglich war. Zumal es erstens mal gibt es heute kaum noch Kasernen und zweitens mal kommst du da nicht mehr rein als Zivilist. Ne? Das geht ja gar nicht. Ne? Aber das hat die damals gar nicht interessiert. Da ist man gar nicht auf die Idee gekommen, dass da was passieren könnte. Ne? Und dann gab es noch immer diese deutsch-amerikanischen Freundschaftsfeste da. Ne? So Volksfest, ne? So Jahrmarkt halt. Ne? Ach, da steht es jetzt vor so 13. Ja, Novi Bor, ja, nach Novi Bor wollen wir ja jetzt nicht. Von Novi Bor kann man nicht Richtung Tetschin fahren, aber wir fahren ja jetzt hier die Richtung, da müsste frei sein Richtung Tetschin. Ja, und wer jetzt hier schon mal mitgefahren ist mit mir, der kennt die Strecke hier von der anderen Seite her, weil normal, wie gesagt, Novi Bor, Kescalipa, Novi Bor und dann hier zurückfahren. Heute müssen wir nach Tetschin und da habe ich keine andere Möglichkeit, weil die 13 ja gesperrt ist, immer noch gesperrt ist. Die tun da die Straße neu machen. Ja, und alle, die jetzt neu dazugekommen sind und nicht wissen, wo wir hier rumfahren, wir sind hier in der Tschechei und fahren Richtung Tetschin. Das sind jetzt laut meinem GPS noch 32 Kilometer. Ja, das stimmt sogar hier auf dem Schild sind es auch 32. Das stimmt mal überein. Und hier fahren wir jetzt den langen Berg runter, sonst muss ich mich da immer hochquälen. Ja, normal. Also in der Richtung bin ich selten unterwegs rum so. Ach ja, mir fällt noch was ein zum Thema US Army. Da war in Aschaffenburg, da gab es ja auch Kasernen, da sind wir auch immer wieder mal dort gewesen. Da war aber der Burger King außerhalb der Kaserne. Da konnte man also auch hingehen, ohne dass man irgendwie ein Kasernengelände betreten musste. Aber man musste halt auch in Dollar bezahlen. Ne? Und auf der anderen Straßenseite gegenüber war gleich
war gleich der McDonald's. Ne? Aber wir sind immer zum Burger King gegangen, weil der billiger war. Und da konntest auch, beim Burger King gab es auch Free Refill. Also du hast ja einen Becher Cola, das war ein Riesenbecher. Ne? Und wenn du den fertig getrunken hast, konntest du den kostenlos neu befüllen, aber ich habe es nicht fertig gebracht. Das war glaube ich ein Liter Cola oder was da drin war. Ne? Und wenn du den ausgetrunken hast, da warst du wirklich bis zum Stehkragen voll. Also ich weiß nicht, wer da noch den man nachgefüllt hat. Ne? Und die ganzen Zubehörsachen, also Ketchup und Mayo und was es alles gibt da noch, ne? Das lag alles offen da rum, das konntest alles so viel wie du wolltest nehmen, ne? Das hat auch niemanden interessiert. Ne? Du musstest gar nicht bezahlen, du hast nur die Hauptspeise bezahlt. Ne? Und der Rest, das hast du halt Zucker und was du alles gebraucht hast, für das Ding hast du alles gepackt. Ja. Aber dieses Free Refill, das hat mich immer gekillt. Ne? Da hast du einen riesen Becher und da darfst du den kostenlos nochmal nachfüllen. Ja, hier haben sie auch neu asphaltiert, das war auch so eine Buckelpiste hier. Auch die machen hier viel. Jetzt schauen wir mal kurz auf die Spritpreise. Hier haben wir Diesel 30,90 und Benzin 33,50 glaube ich waren es jetzt, habe ich gesehen, ja. Und der Umrechnungskurs ist so 24 Kronen, Pi mal Daumen für 1 Euro. Ne? Das schwankt immer zwischen 23 und 24. Ja, ich rechne immer mit 24. Was? Ja, hier kommen die Blätter runter. Jetzt fahren wir den Berg hoch und da vorne weiß ich, da gibt es irgendwo ein Funkloch, wenn wir von der anderen Seite kommen. Funkloch, das kam jetzt wie auf Bestellung, ne, wie auf Vorhersage, ne, aber ich kenne die Strecke, ich fahre hier öfter. Das ist hier aber das einzige Funkloch, da dürfte jetzt kein weiteres mehr kommen. Ne. Und habt ihr den Radfahrer gesehen, der strampelt bergab, in seiner Richtung geht es ja bergab. Warum strampelt der da? Da will sich doch einfach folgen lassen. Ja, aber wenn er von der anderen Seite gekommen ist, muss er ja erstmal den Berg hochfahren. Ne? Wieder mit dem Fahrrad, aber keine solche Berge ein bisschen. Ne? Aber solche Berge, das wäre mir zu anstrengend. Das muss ich nicht. Aber schön ist es halt hier zu fahren. Das letzte Mal, da hatten wir Regenwetter, wo wir hier lang gefahren sind. Im Winter ist die Strecke hier auch interessant. Ne? Also, hier hat es richtig Schnee. Ne? Ich weiß jetzt gar nicht, auf welcher Höhe sind wir denn hier. Mein Gelände-GPS zeigt mir hier 1650 Fuß an. Jetzt sind wir bei 1669, 1670. Es geht noch ein Stück hoch. Ah, da oben sind die Linienflieger unterwegs. Ich weiß nicht, ob ihr die sehen könnt. Jetzt sind wir bei 1722, 1725. Das geht noch ein Stück hoch. Wir sind noch nicht ganz oben. Und auf dieser Strecke ist ja Winterreifenpflicht ab 1. November bis 31. März.
die kontrolliert hier auch manchmal. Jetzt sind wir bei 1782 Fuß Höhe, 91, 95, 98, 1801, 1801 Fuß und jetzt sind wir eben, ab jetzt geht es wieder runter. Ja, und ich muss das hier auf in Fuß sagen, weil das zeigt mir ja halt den Fuß an die Höhe. Da. Beim amerikanischen Fahrzeug wird es halt im amerikanischen Maß gemessen. Da. Ich glaube, die Umrechnung ist dann geteilt durch 3. Also wären das bei 1800 Fuß, wären das dann 600 Meter. So Pi mal Daumen. Da haben wir natürlich hier viel mehr Schnee als wie unten, wo wir dann auf, hier sind glaube ich auf 300 Meter, wo ich wohne. An der Stimme, wenn man im Winter fährt, ist ja nicht bergauf, sondern bergab. Bergab schiebt das Fahrzeug. Und wenn du dann auf eine Stelle kommst, wo es glatt ist, Eis oder der Schnee festgefahren ist schon, dann rutscht die weg und da kannst du nichts mehr machen. Also ich persönlich, ich habe mal so eine Situation gehabt, aber nicht mit dem Fahrzeug, mit dem Truck, sondern mit meinem PKW und da habe ich dann bergab und dann habe ich kurz gebremst, dass alle Räder stehen und habe umgeschalten auf rückwärts und habe dann, weil der hat Heckantrieb gehabt und da haben die Hinterräder rückwärts gedreht, bergauf und dann ist er schnurgerade der Berg runter, das war so ein halber Kilometer ging es da Abend ab. Und da ist er da schnurgerade der Berg runtergefahren, weil er die Hinterachse bergauf gedreht hat. Ne? Und ich bin ja aber trotzdem der Berg runtergerutscht, weil es so glatt war. Ne? Und da hat es also prima funktioniert. Ne? Ja, hier haben wir ein super Panorama. Ich muss hier nur aufpassen, dass er nicht zu schnell wird hier runter zu. Der Berg, der hat es in sich. Deshalb ist der auf der anderen Seite zweispurig bergauf zu überholen, zu erleichtern. Und jetzt sind wir in Liska. In 900 Metern links abbiegen auf die 263. Ja, bis nach Detschin haben wir laut GPS jetzt hier noch 21 Kilometer. Ich habe hier zwei GPS. Das eine ist das Gelände-GPS, das mit amerikanischen Maßen arbeitet. Ne? Das zeigt mir auf die 263. Das zeigt mir auch da die GPS-Koordinaten an und die Geschwindigkeit in Meilen und die Seitenneigung, die Längsneigung und die Richtung und dann noch die Uhrzeit und die Höhe in Fuß. Ne? Und dann habe ich noch einen Zusatz Garmin Navigationsgerät und das zeigt jetzt die Geschwindigkeit in Kilometer an und die Distanz in Kilometer, aber es zeigt mir nicht die Höhe an. Die Höhe zeigt es nur an, wenn ich das Fahrziel jetzt auslöschen wird und ohne Fahrziel fahren wird, dann zeigt es die Höhe in Metern an, aber ich brauche jetzt das Fahrziel, die Adresse
in Richtung Tessin würde ich noch alleine finden, ohne Navi, aber halt die Adresse nicht. Sind wir in Keska, Kamenice. Boah, die gehen hier mitten auf der Straße. Und dann auch noch mit dem Rücken zur Fahrtrichtung, damit sie ja nicht sehen, wenn ein Auto kommt. Ne? Und das hier in der Tschechei, wo die immer so rasant fahren. Da würde ich mir das nicht zutrauen, hier so spazieren zu gehen. Auch wenn das hier Ortsgelände, Ortsgebiet ist hier. Ne? Aber der hinter mir steht noch schon wieder an der Stoßstange dran und will mich anschieben, weil im 55 schon wieder zu langsam sind. Ne? Wenn ich jetzt nicht der Anführer wäre von der Kolonne hier, dann würden die alle hier mit 70, 80 durchballern. Ne? Ganz da vorne an, jetzt gucken wir mal bei der Orlen, da haben wir 32,90 und 33,90. Ja, und das sieht man, also die Orlen sind ein bisschen teurer, weil die andere, die hat die 30,90 fürs Diesel und 32,50 fürs Benzin. Und wie ihr seht, hier links, der Penny hat geöffnet. Die Märkte, die haben in der Tschechei am Sonntag geöffnet. Da gibt es dieses Sonntagsruhe nicht. Den Kreisverkehr an der nächsten Ausfahrt verlassen. Den Kreisverkehr an der ersten Ausfahrt verlassen und auf die E442 fahren. Da links bei dem Lidl, da hole ich mal hin und wieder einen Kaffee, aber wenn ich von der anderen Richtung komme, jetzt habe ich da keine Lust dazu, da reinzufahren. Hier kommt jetzt gleich die Stelle, wo sie immer die Vorfahrt nehmen, wenn ich von der anderen Seite komme. Rechts halten und auf die 13 fahren. Ach ja, und da links, wenn man hier jetzt links reinfährt, da kommt ein Parkplatz und da kann man dann zu Fuß zu so einer alten Burg hochgehen. Da hat man eine herrliche Übersicht von da oben. Und hier ist jetzt die Stelle, da komme ich von links. Wenn ich von links komme, da habe ich da eindeutig Vorfahrt. Ne? Aber das kapieren die hier nicht. Vor allem die von vorne kommen da. Die checken es nicht, dass der Verkehr, der da jetzt aus meiner Seite von links kommt, Vorfahrt hat. Ne? Obwohl hier das Schild, guck mal in der Rückspiegel, die haben eindeutig hier das Schild, dass die Vorfahrtsstraße nach rechts abknickt. Also wenn du also von hier kommst und geradeaus weiterfährst, haben die von rechts kommen, Vorfahrt. Ne? Das checken die aber nicht. Da habe ich schon mehrere beinahe Unfälle gehabt hier. Und das Schlimmste ist ja dann hupen sie mich noch an, die Arschlöcher, die. Aber den nächsten, der mir anhupt, den ziehe ich mal raus. Dem haue ich mal das Schild auf die Nase, wie das mal sieht. Kann ja nicht so schwer sein, wenn man dem dicken Strich folgt, hat man Vorfahrt, und wenn man den dicken Strich verlässt, muss man auf die anderen warten. Das ist nicht, wo die alle in die Fahrschule gegangen sind.
dann noch denjenigen anhupen, der Vorfahrt hat. So, und hier haben wir noch eine Tankstelle, auch noch einmal Rollen, die hat den gleichen Preis wie die andere auch. Gestern war ich ja in Sagan, da gibt es ja auch einen Livestream davon, von der Fahrt. Und als ich wieder zurück war von Sagan, da habe ich in Pinsk bei der Vatis getankt. Das war die billigste Tanke auf der Strecke da. Da waren es 5,63. Die anderen hatten alle so zwischen 5,80 und 5,90 an Preisen. In Sagan habe ich sogar Preise gesehen, über 6 Zloty, ne? Also das war ja richtig mal in der Stadt, ne? Aber trotzdem 6 Zloty ist ein Haufen. Ne? Für polnische Verhältnisse dürfte es eigentlich nicht mehr wie 4 Zloty sein. Ne? Das war immer so der Preis normal, 4 Zloty. 4,50 Zloty. Aber 6 Zloty ist schon heftig für polnische Verhältnisse. Ja, und wenn ihr mal in Görlitz seid und billig tanken wollt, das ist Koschewitz rüber auf die polnische Seite und dann Richtung Sagan. Und da kommt ihr automatisch an dieser Vatis-Tanke vorbei. Das ist eine kleinere Tanke und mit dem großen Lastwagen hast du da keinen Platz. Den habe ich jetzt gerade durch Zufall im Rückspiegel gesehen hier. Der fährt gar nicht mit Sirene. Wenn man die Sirene nicht einschaltet, ich meine, das wäre ja für ihn besser. Dann machen die Leute früher Platz. Aber man muss halt auch hin und wieder mal in den Rückspiegel schauen. Ne? In 1 Kilometer rechts halten und auf die 13 fahren. Ja, und jetzt hier auf dieser Strecke, da sind wir jetzt äußerst selten unterwegs, weil sonst die andere, wenn ich da von Novi Bor komme, da komme ich ja da, wo ich jetzt gesagt habe, mit der abgelegten Vorfahrt von links aus unserer Sicht, jetzt aus unserer Fahrtrichtung. Und jetzt sind wir hier auf einer Strecke unterwegs, wo ich normalerweise nicht fahre. Ich bin hier schon mal gefahren, aber sehr selten, dass ich hier lang komme. Und weil meistens, wenn ich dann Novi Bor, wenn ich Decin fahre, da komme ich von Novi Bor Decin, ne, aber da kann man ja jetzt nicht fahren. Da ist ja gesperrt. Und deshalb fahren wir heute mal so rum. Rechts halten und auf die 13 fahren. Die haben hier eine Streckenmessung gehabt, war da dem Ort. Der E442 folgen. Ja, die haben 31,20 fürs Diesel und 32,90 fürs Benzin. Ja, und jetzt laut meinem GPS sind wir noch 12 Kilometer vom Ziel entfernt. Das heißt, wir sind bald da. Ich habe jetzt keine Ahnung, wann sind wir losgefahren. Sind wir schon fast eine Stunde unterwegs, ne? Oder sind wir schon eine Stunde unterwegs? Ja, der Livestream, aber ich meine, ich bin ja losgefahren, schon bevor ich den Livestream gestartet habe. Ne? Sind wir schon ein bisschen länger unterwegs.
mit Schwung drüber kann, ohne dass ich, ja, das passt. Aber manchmal sind die Bahnübergänge ja nicht so schön eben wie hier und wenn du da mit Schwung drüber fährst, dann hebst du dich aus dem Sitz. Ne? Aber hier ging das, hier haben sie auch die Strecke neu gemacht. Jetzt haben wir noch einmal eine Steigung. Ja, und ich werde jetzt dann bei Gelegenheit noch anhalten auf dem Parkplatz. Ihr habt gesehen, ihr habt schon ein paar Kommentare geschrieben, die beantworte ich dann natürlich auch noch, freut mich auch. Und sollten jetzt hier Leute dazugekommen sind, die noch nicht wissen, wo wir hier langfahren, wir sind auf dem Weg nach Decin, noch ungefähr 10 Kilometer ist es bis dorthin. Das liegt in der Türkei, wer es nicht weiß. Ja, und hier in der Gegend, da gibt es viele Strecken, wo es bergauf und bergab geht. Aber ich fahre eigentlich solche Strecken lieber als wie Autobahn, weil Autobahn ist halt langweilig, da geht es immer nur geradeaus. Ne? Und die Strecke hier ist ja mautfrei. Ich habe jedenfalls noch kein Schild mit dem M gesehen. Das ist so ein rundes Schild, orange mit schwarzem Rand und schwarzem M in der Mitte. Wenn ihr das seht, dann ist der Maut auf der Straße zu bezahlen. Die Schilder, die stehen dann immer am Straßenrand. Und es wird aber auch rechtzeitig angeschildert, bevor du auf die Mautstrecke kommst, damit du noch das überlegen kannst und andere Richtung fahrst. Und es gibt in dem Land hier zwei verschiedene Mautsysteme. Es gibt einmal das für die Fahrzeuge unter 3,5 Tonnen, da hast du diese elektronische Vignette, da musst du dein Fahrzeug registrieren online. Und dann gibt es die Transponder mit Kilometermaut, so wie es ich habe. Was das Ganze kostet, fragt er mich jetzt nicht, weil ich kann es ehrlich gesagt nicht sagen, weil da kommt mal im Monat, wird es abgebucht vom Konto. Ne? Ich gucke da nicht so genau danach. Ich fahre ja in der Tschechei ja selten Mautstrecke, weil die meisten Sachen, wo ich hin muss, kann ich mautfrei fahren. Hier haben wir 32,50 fürs Benzin und 30,50 fürs Diesel. Das ist gut. Das ist ein günstiger Preis. Mittlerweile ist es ja der Preis zwischen Tschechei und Polen in etwa gleich. Natürlich unterschiedliche Tagespreise und auch mit den Tankstellen selber ist es auch unterschiedlich. Und vor, ich weiß nicht, letztes Jahr kann ich mich noch erinnern, da war es in der Tschechei teurer wie in Polen. Ja, wenn wir, sagen wir mal, in Deutschland hätten wir 1,80 gehabt, da war es in der Tschechei 1,60 und in Polen 1,40. Mittlerweile ist es aber in der Tschechei auch wieder auf 1,40 runter. Ne? Und in Polen kann man teilweise schon auf
auf 1,30, 1,32 tanken. Ne? Kommt immer drauf an, wo. Das ist jetzt umgerechnet in Euro natürlich. Ne? Aber ich brauche heute ja nicht tanken. Aber mit einer vollen Tankfüllung komme ich ja über 1000 Kilometer oder 11. Je nachdem, wo ich fahre, wenn ich viel Kurzstrecke fahre, dann sind es eher 1000. Und wenn ich Autobahn fahre, Langstrecke mit Tempomat, dann schaffe ich 1200. Ja, sind wir jetzt schon in Tetschin? Ich glaube schon, oder? Ich habe, ach, die tun da am Dach decken. Hey. Ah ja gut, das ist ein schönes Wetter für zum Dachdecken. Hey, hey, hey. Nee, wir sind noch gar nicht in Tetschin, das ist irgendein Vorort. Nur die irgendwas. Ja Leute, was soll ich sagen, wir sind bald da. Und später, wenn wir wieder zurückfahren, müssen wir den ganzen Scheiß hier bergauf wieder fahren, aber geht halt nicht anders. Und da, ich kann mich erinnern, da vorne war irgendwo, glaube ich, mal ein Supermarkt, wo das so ein enger Parkplatz ist, wo ich mal kurz war, da haben wir Kaffee geholt, ne? Da gab es einen Kaffeeautomat, aber ich weiß jetzt nicht, das muss hier irgendwo rechts sein. Und siehst du, die tanke ich jetzt wieder 2 Kronen mehr mit dem Diesel, ne? Als wie die da oben am Berg, die wir gerade eben hatten. Jetzt sind wir aber definitiv in Tetschin. Weiß, irgendwo da rechts müsste jetzt der Markt sein. Was war's, ein Lidl oder Bitronka oder irgend sowas. Oder Albert, wo man durchs Wohngebiet durchfahren muss, um da hinzukommen. Ne? Hier gibt es kein Petronka. Naja, genau, Bitronka gibt es ja nur in Polen. Ah, Albert, da steht's, ja. Der kommt jetzt gleich da rechts. Da, wo die Bäume sind und die Autos stehen. Ein ganz enger Parkplatz. Da hätten wir also da reinfahren können auch. Wir sind damals aber da hinten durchs Wohngebiet gefahren, weil wir die Einfahrt da verpasst hatten. Da ging es dann irgendwo links zu der Tanke, da zu der Armex da, oder wie die auch heißt. Ne? Armex, ja doch Armex, da müssten wir irgendwo da links abbiegen. Ich glaube hier. Nee, da darf man nicht. Da muss man links abbiegen, vor der Insel jetzt, da links hier. Aber da müssen wir jetzt nicht hin. Jetzt fahren wir woanders hin. Ja, 3,50 Meter Höhe kommen da brauchen wir keine Sorgen machen. So hoch sind wir nicht. So, Ja, da oben im Den Kreisverkehr an der zweiten Ausfahrt verlassen. Berg steht so ein kleines Schloss. sehr schön. Ich weiß aber nicht, wie man da hinkommt. Weil
der muss ich zweiten mich kurz Ausfahrt verlassen konzentrieren. und auf die zweite Polskie Armady fahren. Jetzt sind wir hier mitten in der Stadt, wir müssen da auf die andere Seite rum. Da geht es nach Dresden. Ja, da Richtung Dresden sind wir gefahren. Da waren wir mal auf dem, Links abbiegen in die Straße Fügenerowa, dann in die nächste Straße rechts abbiegen. da ist so ein Freizeitpark, wo man Saurier sehen kann. Ach so. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das heißt, aber da sind wir da, jetzt hier rechts Richtung, jetzt Rechts müssen wir da. abbiegen in die Straße Oblukova. Jetzt müsst ihr erst einen kurzen Moment warten, bis das Navi hier wieder die Fahrtrichtung In gedreht hat. 400 Metern Guck mal rechts da an, der abbiegen in die Oldtimer. Straße Oblukova. Guck mal, das alte Auto. Ja. Ein Ford. Ford. Ein Ford, ein ganz alter Ford steht da. Von der Lidl. So, und jetzt fahren wir hier mal links. Ikuchai DTM. Jetzt fahren wir hier mal links. Da ist Jetzt man. muss ich mir mal irgendwo einen Parkplatz suchen. Gibt hier viel Parkplatz. Ja, ja. Kaufland. Jetzt fahren wir hier zur Kaufhalle an der Dings, weil die haben bestimmt einen Kaffeeautomaten. Mama kauft. Da kann man sich hier mal einen Kaffee holen. Großmann. Jetzt muss ich nur schauen, wo ich am besten reinkomme, weil mit meinem Truck ist das nicht so einfach, da einen Platz zu finden. Jetzt ziehe ich hier durch. Da reicht's, jawohl. So, und jetzt beantworte ich schnell eure Jetzt beantworte ich mal schnell. Kann man essen. Haben ja viele Leute geschrieben. Arabisch kann ich jetzt leider nicht lesen, aber hallo. Ninja, auch hallo. Tom, ach, der Tom war das mit dem Löwen, ja. Mem, hallo. Ach, Mem kommt aus Bayern. Ja, Mem, wenn du noch dabei bist, wo aus Bayern kommst du denn her? Jetzt kannst du das mal kurz schreiben, weil jetzt kann ich es hier lesen. Ja, und ich sehe, wir haben hier noch viele Zuschauer. Also ich schwenke hier mal kurz rum. Wir sind jetzt hier auf dem Parkplatz von der Kaufhalle. Hier sind noch mehrere andere Geschäfte. Ich weiß nicht, die vor uns, die haben jetzt hier gerade zu. Das sieht mir jetzt jedenfalls so aus, als hätten die Geschäfte dort zu. Ich weiß nicht. Aber hinten die anderen da, Grossmann und Kaufhalle und so weiter, die haben alle geöffnet. Ja, nicht alle Geschäfte in der Tschechei haben geöffnet. Und da das China-Restaurant, das hat bestimmt offen auch, Ja. weil da stehen ja Autos davor. Und aber da geradeaus der Shop, weißt du, was das ist mit Bankett? Bankett, das sieht irgendwie was aus mit Böden oder so. Ne? Und also entweder haben die noch nicht geöffnet und die sind da noch drin am Umbauen. Oder das ist so eine Art Baumarkt, aber muss man schauen. Weil das sieht mir so aus, als ob da noch nicht. Wir können mal kurz reinzoomen da. Ja, die sind da drin am Renovieren oder Einrichten noch. Da hat noch nichts geöffnet. Aber so hier die Kaufhalle und die anderen Geschäfte haben alle offen. Und ich suche mir jetzt da einen Kaffeeautomat. Ich brauche jetzt einen Kaffee. Da geht jetzt kein Weg dran vorbei. Und wenn ihr mal wieder mitfahren wollt, dann könnt ihr jetzt mal schnell den Kanal noch abonnieren und dann versäumt das nicht, wenn wir das nächste Mal auf Tour gehen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag
Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Schaut mal wieder vorbei und tschüss. Über eine Stunde.